Eine britische Studie kommt zu dem Schluss, dass Vegetarier und Veganer deutlich öfter Schlaganfälle haben als Allesesser. Zwar konnten die Forschenden die Gründe nur vermuten, doch der Zusammenhang war eindeutig. Ist vegetarisches oder veganes Essen also ungesund? Und welche gesundheitlichen Folgen hat der Fleischkonsum? Klicks um Nature, hier gibt es täglich spannende Videos zu Natur- und Umweltthemen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Es ist wichtig, denn nur dann verpasst ihr nichts und von den wichtigen Themen erfahren mehr Leute. Vielen Dank, los geht's! Herzlich willkommen. Das ist wirklich eine Hammer-Nachricht. Ist jetzt vegetarisches oder veganes Essen wirklich so ungesund? Eins ist auf jeden Fall sicher, wer sich einseitig ernährt, also vor allem bestimmte Vitamine nicht isst, kann ernsthafte Gesundheitsprobleme bis zur Taub- oder Blindheit bekommen. Da gibt es ja genügend wirklich dramatische Beispiele. Und auch bei vegetarischer oder veganer Ernährung gibt es die Möglichkeit eines Mangels. Das Forschungsteam nennt hier im Besonderen das Vitamin B12. Ist also dieser Mangel für mehr Schlaganfälle als bei Allesessern verantwortlich? Letztlich können die Forscher das nur vermuten, allerdings sind die Korrelationen frappierend. Pro 1000 Menschen gibt es unter Veganern und Vegetariern 3 Schlaganfälle mehr, also 0,3%. Gut, das wirkt erstmal nicht als eine hohe Zahl, allerdings ist es für diese 3 Menschen eine dramatische Situation. Ein Schlaganfall kann zwar nahezu folgenlos bleiben, doch oft bleiben Lähmungen zurück oder die Patientinnen und Patienten sterben sogar. Die im britischen Medical Journal veröffentlichte Studie untersuchte 48.000 Menschen. 16.000 davon waren Vegetarier oder Veganer und 7.500 aßen zwar kein Fleisch, aber Fisch. Insgesamt gab es 1.072 Schlaganfälle, aber noch deutlich mehr Fälle von koronarer Herzkrankheit, nämlich 2.820. Das heißt, dass für diese Menschen die Gefahr eines Herzinfarktes dramatisch steigt. Und hier sieht es ganz anders aus. Hier liegt das Risiko für Veganer und Vegetarier sogar 22% niedriger. Sprich, nicht nur, dass hier der Unterschied prozentual deutlich höher liegt, sondern auch die absoluten Zahlen sind höher, sodass am Ende tatsächlich der Fleischkonsum gefährlicher ist. Und um das Schlaganfallrisiko zu senken, hat das Forschungsteam einen ziemlich einfachen Tipp. Wahrscheinlich reicht es, Lebensmittel mit zusätzlichem Vitamin B12 zu essen, wie Frühstückscerealien damit oder Hefeextraktaufstriche, die sowieso das Vitamin B12 enthalten. Da bin ich ja froh, dass ich Hefeextraktbrotaufstriche liebe, was ehrlich gesagt nicht alle Menschen tun, die schmecken schon ziemlich extrem. Aber es ist schließlich für eine gute Sache, denn wer weniger Fleisch isst, tut wirklich Großes fürs Klima und verkleinert seinen CO2-Fußabdruck dramatisch. Apropos fleischlos essen, müssen wir jetzt auf Fleisch verzichten? Die Antwort gibt es in diesem Video. Anklicken, anschauen und Klicks um Nature abonnieren. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal. Bis dann. Bleibt dran.